Express LRS ist ein Open-Source-Projekt für Sender und Empfänger, welche eine große Beliebtheit findet. Happy Model bietet hierzu eine 2,4 GHz Hardware an, wie den Express LRS TX-Modul und rechts die Lite-Version. Und dazu die super kleine Empfänger. Links der EP1-Empfänger mit einer kleinen Antenne und rechts der EP2-Empfänger, der bereits eine Keramikantenne drauf hat. Wahnsinn, nur ein halber Gramm, und auf der Rückseite befindet sich sogar eine Bluetooth-Antenne für das Aufspielen von einer neuen Firmware, was auch bei dem EP1-Empfänger geht. Hier im Vergleich rechts der TBS Crossfire Nano-Empfänger, der fast doppelt so groß ist und wegen 900 MHz leider eine sehr große Antenne benötigt. Und links zum Vergleich ein FrSky RXSR-Empfänger, der auch mit 2,4 GHz läuft, aber eine schwache Reichweite hat, wogegen ein Express LRS eine Reichweite von über 30 km schafft. Der Trend geht sowieso heute wieder zu 2,4 GHz Technik, wie bei TBS Tracer. Sogar die neue TBS Mambo Funke hat intern einen 2,4 GHz Tracer-Sender eingebaut. Auch Immersion RC bietet seit einem Jahr das sehr gute 2,4 GHz Ghost-System. Jetzt aber zurück zu dem Express LRS EP2-Empfänger. Hier bei dem Flyvoo Nano Hexacopter passt so ein EP2-Empfänger mit der Keramikantenne perfekt drauf und reicht vollkommen aus, da ich damit nicht weit fliegen möchte. Ein EP2-Empfänger hat eine Reichweite von maximal 3 km, wogegen der EP1-Empfänger mit der externen Antenne über 30 km schafft. EP1 mit der kurzen Antenne ist nicht schwerer als 1 Gramm und perfekt zum Beispiel für ein Recon 3 geeignet, der für Long-Range-Flüge gedacht ist. Bei der Lieferung von EP1-Empfänger liegt noch eine lange Antenne bei, für größere Quadcopter, wie hier bei dem 4 Zoll Flyvoo Explorer, kann man die lange Antenne besser gebrauchen, sodass der Empfänger hinter der Kamera montiert werden kann. Der Express LRS TX-Modul eignet sich für alle OpenTX-Funken, wie hier meine Radiomasse TX16S. Die Lite-Version von dem Modul ist für Jumper T-Lite vorgesehen. Und dann gibt es noch einen Flugcontroller von Happy Model mit eingebautem 2,4 GHz Express LRS-Empfänger, natürlich auch mit der Keramikantenne. Der 4FC ist für ein S-Akku und wiegt nur 5 Gramm mit dem Empfänger und der Antenne von dem Videosender, der 25 bis 200 mW senden kann. Also könnte ich den FC in den Mobula 6 einbauen und damit kilometerweit fliegen. Endlich der perfekte Empfänger für WUPS statt dem schlechten SPI- und Bot-Empfänger, der oft schlechten Empfang hatte. Jetzt aber zu der ersten Inbetriebnahme von Express LRS. Hier das Sendemodul, welches zuerst zusammengeschraubt werden muss. Unten wird der Schaumpolster auf das Board geklebt, damit das Board gut in dem Gehäuse sitzt und nicht wackelt. Die Antenne aufstecken und dann kann das Board mit den 4 Schrauben in das Gehäuse geschraubt werden. Der SMA-Anschluss der Antenne wird an dem Deckel befestigt und mit 4 Schrauben wird alles zusammengeschraubt. Theoretisch könnte man sogar hier einen Lüfter anbringen, wenn man mit mehr als 250 mW fliegen möchte. Der Anschluss für die Antenne ist leider ein SMA-Stecker und nicht kompatibel mit zum Beispiel der besseren TBS Tracer Antenne, die einen RP-SMA-Stecker hat. Das Modul wird in die Radiomaster Funke hineingesteckt. Wichtig, die Funke sollte die neueste OpenTX-Firmware haben, wie hier die Version 2.3.13. Wo bereits Crossfire-Shot-Funktion integriert ist und somit eine superschnelle Taktung von 500 Hz mit Express LRS möglich ist. Express LRS nutzt das Crossfire-Protokoll, somit verwende ich bei meinem Modell auch den Crossfire-Protokoll wie das externe Modul. Um Einstellungen auf dem Express LRS-Modul zu machen, benötige ich ein Lua-Skript, das ich per USB-Kabel vom PC auf die SD-Karte der Funke übertragen muss.
Zuerst gehe ich auf die GitHub-Projektseite von ExpressLRS. Dort unter Wiki gehe ich auf die Softwareinstallation. Auf der Installationsseite findet man den Link zu dem Konfigurator-Setup. Hier kann man sich die Windows-Version oder für mich die Mac-Version von dem Konfigurator laden. Bei dem ExpressLRS-Konfigurator wird zuerst die letzte Version, hier die RC9, ausgewählt. Als Ziel wähle ich mein Happy Model aus, also ES24TX. Und jetzt kann ich das Lua-Skript laden. Die Datei wird auf die SD-Karte von der Funke und des Skripts Tools gespeichert. Als nächstes erstelle ich direkt die neue Firmware für mein Sendemodul. Die Frequenz ist auf 2,4 GHz fest eingestellt. Da der Empfänger keinen Bindknopf hat, wird für das Binden hier eine eigene Signatur angelegt. Mit der Signatur werden sofort alle meine Empfänger gebunden, ohne etwas machen zu müssen. Die Option No Sync on ARM ist für FPV-Racing vorgesehen, um noch mehr an den Übertragungsdaten zu sparen. Also lasse ich es ausgeschaltet. Future OpenTX Sync sollte an sein, damit man die 500 Hz Taktung nutzen kann. Hier ist aber, wie gesagt, mindestens OpenTX 2.3.12 notwendig. Und ich habe bereits 2.3.13 Version auf meiner Radiomaster-Funke drauf. Hybrid-Switches 8 bedeutet, dass der erste Schalter für Motoren an und aus immer in jedem Paket übertragen wird und die anderen Schalter werden der Reihe nach gesendet. Die Option sollte immer an sein. Die erweiterte Telemetrie-Option kann man aktivieren, gerade wenn man Long Range fliegen möchte, um mehr Telemetriedaten zu empfangen. Der Telemetrieintervall wird auf 320 Millisekunden gelassen. UART Inverted bleibt für OpenTX Funken aktiv. Jetzt kann ich die Firmware erstellen lassen, also auf Bild drücken und warten. Beim ersten Mal werden noch viele Erweiterungen aus dem Internet nachgeladen. So kann es schon mehrere Minuten dauern, bis die Firmware kompiliert ist. Gegebenenfalls musste sogar erneut auf Bild gedrückt werden. Wurde die Firmware erstellt, dann wird der Ordner mit der Firmware angezeigt und ich kopiere die Datei auf meinen Desktop. Auf meiner Funke gehe ich unter Systemeinstellungen auf Tools und dort auf das Skript ELRS. Und hier sehe ich schon die erste Warnung, dass mein Sendemodul eine alte Version hat. Drücke aber trotzdem unten auf Force Use. Jetzt kann ich mein ExpressLRS-Modul in Wi-Fi-Update-Modus schalten. Oben sieht man sofort die HTTP-Adresse, die ich in meinem Browser später am PC angeben muss, um die Update-Seite von meinem Modul zu sehen. Zuerst muss ich mich aber am PC per WLAN mit meinem ExpressLRS TX-Modul verbinden. Sobald die Verbindung da ist, gehe ich mit meinem Browser auf die Seite 10001 und bekomme die ExpressLRS Update-Seite angezeigt. Unten klicke ich auf die Datei Auswählen und wähle hier die zuvor erstellte Firmware von meinem Desktop aus. Jetzt auf Update drücken und warten. Nun überträgt der Browser die Datei zu meinem ExpressLRS-Modul. Sollte beim ersten Mal nichts passieren und es wird auf dem Browser kein OK nach einer Minute angezeigt, dann muss man den Vorgang wiederholen. Also wieder auf der Funke Wi-Fi aktivieren, am PC mit ExpressLRS TX die WLAN-Verbindung herstellen und die Seite 10001 aufrufen. Die Firmware erneut auswählen und auf die Schaltfläche Update klicken. Und jetzt hat es geklappt. Auf dem Browser wird links oben OK angezeigt und das Update per WLAN war erfolgreich. Die Taktung ist bereits auf 500 Hz eingestellt. Ich kann 100 mW auswählen, was hier in der EU noch zulässig ist. Und bei der Telemetrie könnte ich Verhältnis von 1:64 auf 1:2 erhöhen,
wenn ich schnellere Telemetriedatenübertragung bei den Long Range benötige. Ich lasse es aber bei 1:64. Als nächstes muss ich den Express-LRS-Empfänger mit der neuen Firmware aktualisieren. Hier mein HGL-C Petrel 120X Pro Quad, auf dem ein EP2-Empfänger eingebaut werden soll. Der Empfänger hat die gleiche Verkabelung wie ein Crossfire Nano-Empfänger. Also ist oben das schwarze Kabel Minus, gefolgt von 5 Volt roten Kabel. Das gelbe Kabel ist TX und geht zum FC an RX. Und das letzte Kabel ist RX, welches am FC zum TX seriellem Anschluss geht. Bei dem Konfigurator gehe ich zurück, um jetzt die Firmware für meinen Empfänger zu erstellen. Hier wähle ich EP2400 via Wi-Fi aus. Alle Einstellungen bleiben wie bei dem Sender erhalten. Lock-on fürs Connection ist für das schnelle Wiederverbinden sinnvoll. Aber bei Long Range würde ich es nicht aktivieren. Auto-Wi-Fi-Intervall erhöhe ich auf 30 Sekunden, damit der Empfänger nicht so schnell in den Wi-Fi-Modus schaltet. Wieder auf Bild drücken und die Firmware wird erstellt. Ich kopiere die fertige Firmware-Datei auf meinen Desktop. Ich stecke den Akku an den Quad an. Jetzt warte ich mindestens 20 Sekunden, bis die Express LRS LED schneller blinkt. Sobald die LED schnell blinkt, ist das WLAN auf dem Empfänger aktiv und ich kann am PC mich mit WLAN Express LRS RX verbinden. Im Browser öffne ich wieder die Adresse 10.0.0.1 und sehe die Express LRS RX Update-Seite. Unten klicke ich wieder auf die Datei Auswählen und wähle hier die zuvor erstellte Firmware von meinem Desktop aus. Und jetzt auf Update drücken und warten. Nun überträgt der Browser die Datei zu meinem Express LRS Empfänger auf dem Petrel 120X Quad. Ist die Übertragung richtig erfolgt, wird auf dem Browser Update Success angezeigt. Sollte die Meldung nicht kommen, muss hier der Vorgang einfach wiederholt werden. Ich bekomme direkt danach die RSSI-Balken auf der Funke angezeigt und der Empfänger ist sofort verbunden. Auf der Telemetrieseite kann ich noch alle Telemetriesensoren suchen und anzeigen lassen. Ja, und alles funktioniert. Wie das große Express-LRS-Modul kann auch das kleine Lite-Modul an der T-Lite-Funke mit der neuen Firmware aktualisiert werden. Meinen Express-LRS-Lite-Modul habe ich so umgebaut, dass es abnehmbar ist und auch zum Beispiel auf der Tango-Funke passt. Das war's mit dem super tollen Express-LRS-Übertragungssystem, den ich jedem empfehlen kann, der noch die schwachen FR Sky Empfänger nutzt. Viel Spaß beim Fliegen!